Hallo, ich bin Rainer, Co-Founder von Ever und ich wollte dir heute mal die ersten Schritte erklären von unserer neuen Ever App für Therapeuten, Coaches, wie man da in 2, 3 Minuten reinkommt. Das heißt, sehr kurzes Video und wir legen direkt mal los. Wenn du dich registriert hast und hast momentan in der Early Access Phase eine Einladung erhalten und bist dann drin, dann sieht das mehr oder weniger so aus, dass man hier im Home drin ist. Ne? Man macht das auf dem Bildschirm, nicht auf dem Handy. Man braucht ja Platz, um die ganzen Sachen einzugeben. Und hier sehen wir jetzt, da ist schon mal ein Klient angelegt, der Hans Mustermann. Aber man kann einfach starten, wenn man hier oben hingeht und sagt Klient oder Patient anlegen. Und dann könnte man hier auch den Max Mustermann eingeben. Ne? Ich mache das jetzt nochmal, dass man das sieht. Ne? Geschlecht aussuchen, eine E-Mail. Ne? Lasse ich jetzt mal weg. Man hat auch hier noch mehr Details. Das sieht man hier, Größe und so weiter. Aber das lassen wir weg und man klickt dann einfach auf Anlegen, dann wäre der drin und dann steht man hier mit dem Hans Mustermann oder Max Mustermann. So, wenn wir jetzt hier drauf gehen, jetzt können wir den aussuchen, dann sehen wir hier gleich auch das Dashboard für diesen Klienten, Patienten und wir sehen die aktuellen Nährstoffprotokolle, die jetzt hier gerade drin sind, also ein Basic-Protokoll und ein Borreliose-Protokoll. Das hat wohl ein Therapeut angelegt, weil da wohl eine Diagnose hierfür war. Wir gehen einfach mal weiter jetzt und gucken noch mal so ein bisschen. Wir sehen also hier, chronologisches Alter ist 35. Das basiert auf dem Geburtsdatum. Andere Biomarker wie Phasenwinkel oder Altersgeschwindigkeit sind noch nicht eingegeben. Die könnte man auch hier über Biomarker eingeben. Wir sehen nochmal die Details hiervon. Das ist alles gut. Und dann legen wir auch gleich los. Also wir haben jetzt hier dieses Basic-Protokoll, was da drin ist. Da sehen wir jetzt praktisch, da ist einfach nur ein Vitamin D drin, von Montag bis Freitag 2 Tropfen. Okay, das könnten wir jetzt zum Beispiel hergehen und könnten die Dosierung bearbeiten. Wir könnten jetzt vielleicht sagen, dass 3 Tropfen wären jetzt hier vielleicht besser. Und speichere ich das mal ab. Und dann sehen wir hier 3 Tropfen. Und jetzt nehmen wir mal an, diese Borreliose, das ist Schnee von gestern, das brauchen wir nicht mehr. Wir sagen jetzt, ich brauche vielleicht nochmal ein neues Protokoll dazu. Da können wir jetzt hier zum Beispiel Templates verwenden. Ich könnte aber auch eins erstellen. Ich mache jetzt einfach mal ein Template verwenden hier. Und dann sagen wir mal, wir machen mal hier ein Body-Protokoll mit Vitamin D. Dann nehmen wir das mal. Und das ist natürlich ein bisschen umfangreicher. Da sehen wir jetzt hier, da haben wir ein Big Immun drin, Phytobiose, Nukleotide. Da haben wir auch nochmal das ADEK-Öl und das Vitamin D-Regulat. Ne? Und dann braucht man eigentlich dieses Basic-Protokoll hier oben nicht mehr. Das löschen wir jetzt auch mal raus. So, und dann haben wir jetzt nur noch dieses Body-Protokoll. Also jetzt hat Hans Mustermann hier dieses eine Protokoll. Da sind jetzt insgesamt 5 Produkte drin mit 48 Nährstoffen. Kostet tatsächlich 11,84 € am Tag. Und wenn wir das geschafft haben, und sagen, okay, das stimmt jetzt alles. Man könnte jetzt hier, wie gesagt, noch viele Einstellungen vornehmen, die Dosierungen verändern. Ne? Und ich glaube, die Phytobiose machen wir mal raus. Die ist vielleicht hier in dem Fall ein bisschen zu viel. Da sind es nur noch 4 Produkte. Und wenn wir dann fertig sind, gucke ich gerne immer noch mal hier bei den Nährstoffen nach. Da kriege ich noch mal so eine Übersicht, wie die alle eingestellt sind. In dem Fall sind da jetzt nicht viele Mineralien, da gibt es jetzt noch nicht so viel zu sehen, ein bisschen was, sieht aber okay aus und dann sage ich, okay, das passt jetzt so, dann teile ich das hier mit dem Teilen-Knopf mit dem Patienten, Klienten und schicke dann die Einladung weg. Das war es mal in Kürze, so kann man loslegen, so sieht man mal, bekommt man mal Gefühl,
Und bei Fragen, Feedback gibt es auch unten links eine kleine Feedback-Funktion, wo man dann auch Fragen stellen kann.